Zerrissene Gletscher. Schmaler, ausgesetzter Grat. Ein 4000er. Die Tour du Ciel. In 5 Etappen geht es von Hütte zu Hütte, von Zermatt bis St. Niklaus. Und da sind wir wieder in Zermatt. Tour du Ciel, endlich geht's los. Nach 2 Jahren, wo wir das leider absagen mussten wegen des schlechten Wetters, sind wir heute hier. Allen ist viel zu heiß und es sieht super aus. Wo genau sind wir eigentlich? Heute haben wir die Anfahrt gehabt. Wir sind um 4 losgefahren in Rapperswil, haben den Sammy eingeladen im Pfeffikon und sind dann bis Wisp mit dem Auto gefahren. Von da in den Zug gestiegen, nach Zermatt gedüst und dann da mit der Bergbahn zum Schwarzsee hoch. Vom Schwarzsee gab es dann eine kurze Abfahrt auf den Gletscher. Und ja, dann ging es los mit dem Gletscheraufstieg. Wir haben langsam die Zivilisation hinter uns gelassen und es hat sich einfach so angefühlt, als wäre man genau am richtigen Ort. Der Aufstieg war lang und flach. Allerdings gab es auch etwas Ungeplantes. Und zwar ist die geplante Aufstiegsroute wäre durch eine steile Moräne gegangen, wo auch ein Fels drin ist mit einer Kette, die nicht über den ganzen Fels ging. Und in dieser Moräne gab es aufgrund der Temperatur viel Steinschlag. Das hat man gehört und gesehen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen Umweg zu gehen. Sind also den Gletscher bis ganz hinten ins Tal gelaufen, über einen kleinen Hügel und konnten dann abfahren bis zur Hütte. Und jetzt sind wir gerade hier vor der Hütte. Ich habe mir noch diesen tollen Stein gesucht für das Interview. Und herzlich willkommen am Matterhorn. Und jetzt kann die Tour du Ciel so richtig losgehen. Ja, perfekt. Machen wir noch Just. Wie war unser Tag heute? Sonnig, keine einzige Wolke am Himmel. Zuerst abgefahren von der Schönbiel-Hütte an der Moräne schön entlang. Dann unten haben wir die Ski angefällt, dann ungefähr 1000 Höhenmeter bergauf, sehr steil am Anfang. Bis wir dann auf den Gletscher gekommen sind, der sehr schön flach, schön zu war. Den Matterhorn im Hintergrund, den Col du Mont überschritten. Große Pause gemacht, das erste Mal, endlich. Bevor wir dann eine wunderschöne Abfahrt hatten, die man hier bei mir im Hintergrund sehen kann. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one
Wirklich wunderschöne Abfahrt, schöne Kurven geschwungen bis ans Ende, wo wir dann jetzt nochmal für die letzten 150 Höhenmeter die Skier wieder angefällt haben und jetzt hier mit Blick auf die Cabane du Monte aufgestiegen sind und uns jetzt ein Stück Kuchen verdient haben. Ein wirklich toller Tag geht zu Ende fürs Skitechnische und wir freuen auf das, was morgen kommt. Ja, hallo meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind bei der Cabane Dracui, gut hinter uns da, auf 3200 Meter. Mit einem sehr langen Tag gehabt. Fast 11 Stunden unterwegs, 1800 Höhenmeter. Am Anfang schön im Schatten aufgestiegen, unter dem Zinnaler Rothorn bis zum Arrêt de Plage. Es war ein schöner Grat. Haben wir uns ein bisschen anseilen, ein bisschen überkraxeln. Hin auf beiden Seiten ziemlich weit runtergegangen. Nicht ab und zu gar nicht so richtig runterschauen. Und wenn der Jost gehalten wäre, hätte ich die Idee gehabt, auf die andere Seite zu springen. Und das gibt einen Radklatscher. Sehr schön. Hammer. Gerade absolviert. Das pfeift. Das pfeift. Sevi, merci vielmals. Bitte. Im Großen und Ganzen nach dem schönen Abenteuer wieder gerade. Schöne Abfahrt über den Mummis, das ist ein Gletscherli. Sind wir auch dort ganz hinten. Übrigens der Grat, Zinnaler Rothorn dort hinten ist jetzt gerade ein bisschen im Nebel hin und rechts unten die schöne Kante, das ist der Grat, den wir gemacht haben. Dann einmal über den Gletscher ab. Bis unten anfällen und dann haben wir wieder einen Aufstieg bis an Col di Milon. Col di Milon war nochmal ein kleines Verabslerei, aber im Großen und Ganzen kein Vergleich zum ersten Grad, den wir machen mussten. Kleine Pause gemacht, nach etwa 6-7 Stunden mal etwas gegessen und dann nochmal Abfahrt. Und am Schluss hat uns dort Laura nochmal bis zur Hütte aufgetrieben, ohne Doping, keine Chance. Sie hat gar nicht gekannt, aber ich würde sagen, all fit und jetzt gehen wir jetzt heute ein Bier rein. Wir sind heute Morgen bei der Dracuit-Hütte gestartet. Eine wirklich tolle Hütte. Ganz oben bei 3200 Meter liegt die auf so einem Joch. Architektonisch auch sehr ansprechend. Sehr tolle Innenräume, tolle Fenster gehabt, Wahnsinnsausblick auf den Abend gehabt. Aber auch sehr voll.
Es ist schon eine sehr beliebte Hütte und mit 120 Betten knubbelte sich dann schon ein bisschen. Und vor allem an dem Samstag startete dann früh morgens gegen 7 Uhr eine große Gruppe an Menschen Richtung Gieshorn, unser erster Gipfel auf dieser Tour. So waren wir dann da auch mit unterwegs, sind da schön gemütlich den Gletscher hochgespurt, recht sanfter Gletscher im Vergleich zum Vortag. Wir kamen wirklich super entspannt oben auf dem Gieshorn an, hatten einen wahnsinnig tollen Ausblick in die ganze Umgebung, wieder zurück nach Zermatt zur Monte Rosa Gruppe. Das sind Steig aus Bieshorn. 4130 Meter. Entspannt wie eh und je. Hey! Herzlichen Glückwunsch! Echt beeindruckend, haben wir da bei schönem Wetter noch Pause gemacht, bevor es dann die Abfahrt runter über den Tortmann-Gletscher zur Tortmann-Hütte gab. Da gab es so einen kleinen Gegenanstieg, kurz nochmal anfällen, den Gletscher gewechselt. Weiter runter, dann spontan noch eine tolle Gletscherhöhle entdeckt, die man wirklich auf Skiern einmal durchfahren konnte. Auch nochmal ein Highlight des Tages. Dann ging es doch durch eine Schlucht weiter nach unten. Es lag zum Glück noch genug Schnee drin. Am Ende haben wir dann noch einmal kurz angefällt und dann ging es nochmal die letzten, noch nicht mal 100 Höhenmeter zur Hütte hoch. Und da sind wir jetzt angekommen. Und ja, jetzt gibt's ein kühles Bier, würde ich sagen. Ja, Tour de Ciel, der letzte Tag, jetzt sitzen wir hier. Gestartet sind wir heute an der Tortmann-Hütte. Bis jetzt unsere Lieblingshütte, denke ich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Gab super Essen, war nicht so voll. Super Kuchen. Super. Jeden Tag besser geworden, die Hütten. Genau. Dann sind wir in der Früh gestartet. Es gab auch das früheste Frühstück mit 6 Uhr. Um 7 Uhr abmarschiert. Und waren dann circa eine Stunde, 1,5 später am ersten Joch, dem Pippi-Joch. Ja, da haben wir die Gruppen vor uns gesehen, wie sie am Leiden waren, mit dem Versuch, mit Harscheisen hochzugehen, einen steilen, eisigen Hang. Da haben wir unten direkt entschieden, auf Steigeisen zu gehen und sind lächelnd an der Gruppe vorbeigelaufen. Ja, konnten dann oben abfahren. Schöne Abfahrt gehabt. Stimmt. Das ist richtig guter Powder. Ja. Eigentlich Verhältnis. Hat man noch eine coole Stelle gefunden da, ne? Ja, das war sehr cool. Ja, dann sind wir weiter aufgestiegen zum zweiten Joch, dem Jungtaljoch. Genau. Ja, das war deutlich anspruchsvoller. Ja, das war im Endeffekt dann so, dass man noch vielleicht so ein Drittel mit Skiern aufsteigen konnte. Dann ist man sehr steil auf eisigem Schnee mit Steigeisen und Pickel weitergegangen. Und desto höher man kam, desto weniger Schnee wurde es, desto mehr Stein und brüchiger wurde es, aber damit auch gleichzeitig flacher, sodass wir ohne Probleme oben am Joch angekommen sind. Noch einen kleinen Grat. Ja, stürzt oben rüber. Ein bisschen über den Grat gelaufen. Ja, und dann war eigentlich der Abstieg tatsächlich das Schwierigste. Das war nicht weit, vielleicht 20 Meter, 30 Meter. Aber es war so, dass wir dann da entschieden haben, dass wir uns mit dem Seil sichern. Und Sammy sich am Ende abseilt. Die anderen Gruppen, die wir gesehen haben, die haben es dann auch so gemacht. Also, glaube ich, war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Dann hatten wir oben noch ein paar Schwünge coolen Schnee. Ja, und jetzt sitzen wir da in der schönen Sonne. Super Landschaft hinter dran, schon fast Sommer, herrlich warm. Genau. Die letzten paar Meter bis zur Seilbahn runter nach St. Niklas. Zu Fuß Zu Fuß, ja. Und im Sommer angekommen.
ist die Tour du Ciel offiziell zu Ende. Tour du Ciel heißt ja Tour des Himmels. Und man muss sagen, wir waren auch die ganze Zeit sehr hoch. Also die Todmannhütte war bei 2,5 eigentlich der tiefste Punkt. Und wir hatten keine Wolken. Was zum Teil sehr belastend war. Ja, die Sonne war mit am anstrengendsten. Ja. Genau. Viel trinken. Ja, viel getrunken. Wir haben am ersten Tag direkt verbrannt, sodass man schön mit langen Armen und Handschuhen Genau. dann den Rest bestreiten konnte, die sehr heiß wurde. Ja, was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, das ist ja für uns alle eine Tour gewesen, die am oberen Ende ist von dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Auf jeden Fall vielleicht immer mal ein Stück von so einer Tour irgendwo mal was Ähnliches erlebt, aber nie, dass man eine ganze Tagestour so hat und erst recht nicht 5 Tage am Stück. Aber es ist, bis auf die Jochs, wo wir wenig gefunden haben, fand ich genau in der Erwartungshaltung gewesen, wie wir das geplant haben, wie wir das für uns erwartet haben. Das denke ich auch. Ja, wir waren eigentlich die ganze Zeit in der Komfortzone so weit unterwegs. Ne? Zum Teil so Also- besser, als ich mir das vorgestellt habe, zum Teil manche Stellen. Auch halt bedingt, habe ich einfach durch das gute Wetter, ist einfach der Wohlfühlfaktor Wenig Wind. groß. Und mit eigentlich nie Stress gehabt. Ja, kein Zeitdruck nie, ne? Nur lange hell, genug. Ein Wetterumschwung. Nein, keiner hatte irgendwie körperliche Beschwerden, wir hatten keine technischen Probleme. Das lief einfach glatt durch. Ja, perfekt. Besser kann es nicht laufen, ne? Und was ich auch super cool fand, ist, außer den Tag von der Monté-Hütte zur Traquis-Hütte, konnte man jeden Tag in der Sonne seine Sachen trocknen und mit einem T-Shirt auf der Hütte sind. Das ist auch mal, fand ich, was ganz Neues beim Skitour gehen. Das Eisduschen und Baden war gar nicht so schlimm. War auch halt bei Schneebad. Ja, muss schön sein. Mach jetzt Sonnencreme wegen der letzten weiter. Dicke Schicht, ne? Ja, man freut sich schon ein bisschen auf die nächste Dusche, ne? Ja, wir haben das Bändchen verwischen nachher. Und dann haben wir es dann gleich schon fast geschafft. Ne? Lange Heimreise. Ja. Dann sage ich auch nochmal euch allen Danke, dass es so geklappt hat. Ja, das ist ein sehr cooles Erlebnis, was wir hier zusammen haben. Wir waren eine super Gruppe, oder? Auf jeden Fall. Okay, dann. Ah, nee.